Hallo, ich darf euch herzlich begrüßen hier bei Erikas Selbstgemacht. Wollt ihr wissen, wie man diese leckeren Apfelbuchteln mit Streuseln zubereitet? Dann erfährst du das jetzt in dem Video. Die Zubereitung und die Zutaten kannst du wie immer unten in der Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Wir beginnen als erstes mit dem Hefeteig. 375 Gramm Weizenmehl geben wir in eine Schüssel. Dazu geben wir ein Päckchen Trockenhefe und 75 Gramm Zucker und eine Prise Salz. Und 75 Gramm Butter geben wir auch noch dazu. Und 200 Milliliter lauwarme Milch. Alle Zutaten werden jetzt verknetet zu einem geschmeidigen Teig. Die Kranzform fetten wir mit Butter aus, sie sollte 26 cm haben. Den fertig gerührten Teig hole ich jetzt aus der Schüssel, nehme ihn in die Hand und ziehe die äußeren Enden nach unten. Schaut nur, wie schön elastisch das er ist. Dann bemehlen wir die Schüssel etwas und geben den Teig hinein und auf den Teig nochmal etwas Mehl. Die Schüssel decken wir ab und lassen den Teig an einem warmen Ort für mindestens 1 Stunde bis 1,5 Stunden gehen. Er sollte sich verdoppeln. Zubereitung der Quark-Vanillecreme. Wir benötigen 250 Gramm Magerquark. Stecht am Boden ein Loch hinein und zack, flutscht der Quark schon raus. Dazu geben wir ein Päckchen Vanillepuddingpulver und 3 Esslöffel Zucker und 2 Eigelb. Etwas Abrieb von einer Zitrone, von der man die Schale verzehren darf. Wascht die Zitrone vorher ab und gebt nur das Gelbe hinein, nicht das Weiße, denn das ist bitter. Alle Zutaten werden jetzt zu einer Creme verrührt. Bis zur Weiterverarbeitung stellen wir die Creme in den Kühlschrank. 250 Gramm Äpfel, die habe ich hier in so kleine Stücke geschnitten, beträufeln wir dann mit dem Zitronensaft. Jetzt bereiten wir noch die Streusel zu. Wir benötigen 150 Gramm Weizenmehl und 75 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker und einen Teelöffel Zimt. Die trockenen Zutaten werden dann erstmal verrührt. Und 75 Gramm Butter. Die Zutaten verarbeiten wir dann zu Streuseln. Nehmt am besten eure Hände dazu. Jetzt ist alles vorbereitet für unsere Apfelbuchteln. Jetzt schauen wir mal, was der Teig macht. Der Teig durfte jetzt bei mir für 1 Stunde gehen. Auf die bemehlte Arbeitsfläche geben und dann kneten wir den Teig etwas durch. Erst eine Kugel formen und aus der Kugel eine Rolle. Aus der Rolle 10 bis 12 Stücke dann schneiden. Ich wiege dann die Teigstücke ab. Meine hatten jetzt alle 60 Gramm in etwa. Dann nehme ich meine Handfläche ganz locker, lege sie auf den Teig und forme eine schöne Kugel. Und das mache ich mit allen Teigstücken. Alle Teigkugeln verteile ich jetzt in die Mitte der Form. Ist dieses geschehen, drücke ich mit 2 Fingern eine Mulde hinein und das mache ich mit allen Teigkugeln. In die Mulde verteile ich jetzt die Quark-Vanillecreme. Darauf geben wir jetzt unsere 250 Gramm vorbereiteten Äpfel.
Die werden ringsherum verteilt. Obendrauf geben wir jetzt noch die vorbereiteten Streusel. Der Kuchen kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen, entweder bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 180 Grad Umluft für ca. 35 bis 40 Minuten. Der Apfelbuchtelkuchen mit Quark, Vanillecreme und Streuseln ist im Ofen herrlich aufgegangen. Was ist denn euer Lieblingshefegebäck? Das würde mich mal interessieren. Er sieht nicht nur so lecker aus, sondern er schmeckt auch so. Und jetzt zeige ich ihn euch von innen. Der fluffige Hefeteig, die Äpfel und die Creme passen wunderbar zueinander. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und bedanke mich für eure Zeit und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch hier wieder dabei seid bei Erikas Selbstgemacht. Servus!